Herzlich willkommen zu dieser neuen Serie. Wir bereiten uns vor für eine mächtige Pfingsten. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir uns vorbereiten. Ich finde das so erstaunlich von Gott, dass er nicht einfach alles alleine machen möchte, sondern er sucht auch Menschen, die er gebrauchen kann. Jemand hat einmal gesagt, Menschen suchen immer neue Methode, Gott sucht neue Menschen, denn Menschen sind seine Methode. Und wir wollen die Methode Gottes sein. Wir wollen Gefäße für seine Herrlichkeit. Wir wollen Gefäße, durch die er ausgießen kann, durch die er das verwirklichen kann, hier auf Erden, was im Himmel schon geschieht. Er möchte Himmel auf Erden bringen. Und das ist, was wir immer wieder in der Apostelgeschichte sehen. Sie haben durch die Kraft des Heiligen Geistes und durch die Autorität des Namen Jesus haben sie den Himmel verfügt und ihn hier auf Erden gebracht. Das finde ich so erstaunlich. So, herzlich willkommen. Wir bereiten uns vor und jetzt geht es weiter. Ja, und dieser herrliche Pfingsttag ist eine ganz außergewöhnliche Zeit, auch war ganz weltweit. Wir sind gerade noch nicht immer eingesperrt zu Hause. Alles öffnet sich, preis dem Herrn, mehr und mehr. Wir glauben aber, dass Gott, das war eine Vorbereitung und dass wenn wir aus diesen Häusern kommen und wenn wir zurück in unsere Gemeinden gehen und wenn wir gehen nicht zurück in den Alten, wir gehen nicht zurück zu wo wir waren. Hier ist wieder eine unglaubliche Gelegenheit und ich muss sagen, ich stehe vor Gott und macht mich bereit, auch in unser Leben, in mein Leben, wirklich gekleidet zu sein, mit Kraft aus der Höhe, ein brennenden Zeugen zu sein für Jesus Christus in dieser Welt. Und ich muss sagen, in deutschsprachigen Europa und bis in ganz Europa, ich stehe vor Gott, wirklich zu sehen, wie nicht nur die Gemeinde aufgebaut wird und erweckt, sondern dass aus uns Ströme lebendigen Wassers fließen werden. Und das ist, Jesus hat gesagt, ich gehe zurück, das ist gut für euch, dass ich zurück zu dem Vater gehe und dass ich verherrlicht werde und ich werde empfangen den Verheißung des Vaters und ich werde das zu euch geben und der Heilige Geist wird auf euch kommen und euch kleiden mit Kraft. Hey, es ist so wichtig, dass wir verstehen, wenn wir wiedergeboren sind, das ist wie Johannes 20, Jesus hauchte auf seine Jünger und hat gesagt, empfang den Heiligen Geist. Das ist der innewohnende, die regenerierende Kraft des Heiligen Geistes durch die Neugeburt, dass wir haben das Leben Gottes. Wir haben einen Brunnen in uns. Wir haben Christus in uns. Wir haben wirklich eine neue Schöpfung und eine neue Geist mit neuen Früchten, die wachsen kann. Den Charakter Jesu in uns, diese innewohnende Freundschaft, aufsteigende Quelle. Aber Jesus hat gesagt, bleibe, warte in Jerusalem, bis ihr gekleidet sind mit Kraft aus der Höhe. Und seine letzten Worte war genau das in Apostelgeschichte 1,8. Bevor er in den Himmel fuhr, seine letzten Worte, aber ihr werdet Kraft, Dynamis, Dynamit, explosive Kraft, die wirklich Berge und Wege bahnt und durch die Herzen des Menschen geht, die wirklich die blinde Augen öffnet und aber Ketten zerbricht. Wir werden Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Nicht nur in uns, als die sprudelnde Brunnen, sondern
auf uns und diese Taufe im Heiligen Geist, diese Erlebnis mit dem Heiligen Geist ist für den Dienst. Nicht nur für persönliche Auferbauung, Veränderung, sondern es ist eine Salbung für einen mächtigen Dienst, ein Zeugen zu sein zu anderen, dass Jesus, Gott ist gekommen, gestorben, Sündenvergebung und dass wir dann das Leben Gottes und ein Erbe empfangen. Wow. Und so, das ist mein größtes Gebet. Und die eine ist eine Brunnen, die ausspricht in uns, aber Jesus sprach in Johannes 7 von Flüsse, mächtige, starke Flüsse, die aus unser Innerste, aus unser inwendiger Mensch, wo der Heilige Geist sich wirklich strömen wird in der Welt hinein. Und so, ich bin eine, der glaubt eigentlich für beides, dass ich einen Brunnen habe in mir und das Strömen aus mir fließen. Strömen der Erweckung, Strömen der Wahrheit, Strömen des Lichts, Strömen der Freude, die bricht alle Barrieren. Und so, wir brauchen diese Kraft. Und ich möchte ein bisschen sprechen, weil wir sagen, bereitet euch vor. Da war 120 Leute in dieser Obersaal. Da war die 11 Jünger Jesu. Da war ganz viele vielleicht, die er geheilt hat, die mit ihm waren, die 70. Viele von den Frauen, seine Mutter, seine eigenen Geschwister. 120 Leute, das ist eigentlich nicht viel. Jesus hat Tausende gesegnet. Aber 120 sind versammelt. Und sie haben diese 10 Tage nach seiner Rückkehr vorbereitet. Aber was mir berührt ist, sie wussten ihre große Bedürftigkeit für diese Kraft. Weil die waren, muss man sagen, besonders an Jünger, die waren alle wirklich, sie haben alle weggeflohen. Aus der Macht der Finsternis, diese finster, bedrückende Stunde kam, wo Jesus gekreuzigt wurde und der Feind hat wirklich er hat gesagt, jetzt ist der Fürst des Finsternis kommt. Alle sind geflohen, mit all ihrer Hingabe, mit all ihren Worten, mit allem, was sie versprochen haben zu Jesus. Keiner hatte die Kraft, in dieser Stunde zu stehen, wirklich zu seiner Seite. Und diese 12 und die ganzen 120, sie waren alle zerbrochene Gefäße. Ich denke, sie haben alle wirklich wissen, wir brauchen einen Mantel des Krafts, wir brauchen eine Salbung. Und ehrlich gesagt, wir wissen die Geschichten, wie die 12 immer am Streiten war, diskutieren, wer ist der Größte unter ihnen. Und ich stelle mir besonders Petrus, Jakobus, Johannes vor, die 3 Lieblings. Wirklich, aber ich möchte setzen auf der rechten Seite und so weiter. Und die waren immer in diesem Wettbewerb, wer der Größte war, ich kann sagen, ich glaube, alle Konkurrieren war zu Ende. Alle selbstsüchtige Ambitionen waren zu Ende. Alle ihre Träume und Agenda für ihr Königreich und ihr Platz in der Königreich, das war zu Ende. Die waren Menschen, die so einen Schock erlebt haben mit dieser Kreuzigung. Alle ihre Träume, Ambitionen, Ehrgeiz, alles ist mit ihm gestorben, geplatzt. Alles, was sie dachten, dass sie hatten, liegte auf dem Boden. Jetzt wollte sie nur seine Zeugen sein. Das war wirklich keine irdische Königreich, wie sie geträumt hatte. Es war wirklich dieser Rettungsruf für Menschen.
Und sie sind wirklich alle ihre falsche Vorstellungen, weil manchmal auch in dem Dienst, besonders wenn wir jung sind, wenn wir älter sind, alle falsche Vorstellungen sind geplatzt, meistens. Aber wir haben unrealistische Gedanken über was das bedeutet. Aber jetzt, ich glaube auch in dieser Stunde, wir sind als Leib Christi, als Gläubige ganz bewusst, auch mit all unser Eifer, auch mit all unser Versprechen, auch mit all unsere menschliche Kraft, Ideen, Kreativität. Ich denke, wir können alle sagen, hier ist das Wort des Herrn, nicht durch Macht, nicht durch militärische große Macht, nicht durch große Persönlichkeiten, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Und so, die warteten voll auf den Heiligen Geist und voll, dass er voller Besitz von ihr ganzes Leben, dass sie stellten ihr Mund, ihr Augen, ihr ganzes Leib zur Verfügung zu Gott, mit ihm hinauszugehen, wirklich in einen Auftrag zu Ende zu bringen. Und wir stehen in dieses Jahr 2020 und wir wissen, wir haben nicht gar die ganze Zeit, wir wissen, da ist ein Anliegen, etwas, was wir in die Nationen und dann zurück in Israel, da ist etwas, was noch getan werden muss und wir brauchen diese Feuer, wir brauchen diese Salbung. Ich muss sagen, jedes Mal, bevor ich meinen Mund öffne, ich bin so bewusst, Herr, kleide mich mit Kraft. Heiliger Geist, nimm meine Gedanken mehr und mehr. Lass mich Worte sagen, die du inspirierst. Und wir brauchen diese Kühnheit, wir brauchen diese Zeugenkraft, dass Jesus Christus ist der Herr, dass er lebt, dass er auferstanden ist. Wir brauchen den mächtigen Heiligen Geist. Ich möchte auch eine Geschichte von Race Howells. Er war von Wales, wie sagt man das? Wales. Und das Jahr in dem 1800, Ende 1900 Anfang. Und er wollte als junger Mann diese Kraft, diese Taufe im Heiligen Geist. Und er suchte Gott dafür. Und der Heilige Geist hat ihn für eine Woche vorbereitet. Er hat gesagt, wenn ich auf dir komme, ich möchte voller Besitz. Er hat mit ihm über ganz viele Sachen, wie Eigenehre gesprochen, wie Ambitionen und alles. Und er hat gesagt, auch zu ihm, du brauchst diese Kraft in die dunklen Tage, die kommen, weil nur der Heilige Geist ist stark genug und mächtig genug, in dieser Zeit wirklich durchzubrechen und das Königreich Gottes auf der Erde mitwirken mit dem Heiligen Geist. Wow. Und ich möchte auch zum Schluss noch eine Sache sagen. Ich glaube, für uns allen. Ich möchte mich wirklich mit jeder in Deutschland, deutschsprachigen Raum, die Jesus Christus als Herrn erkennt und sucht wirklich, dass das Königreich Gottes vorwärts geht in unserer Welt. Wir sind eins. Wir vereinen uns vor dem Thron Gottes. Und das ist so eine wichtige Sache, weil der Heilige Geist sucht nicht nur Einzelnen, er sucht Orte, Gemeinschaften, kleine Gruppen, größere Gruppen, wo er landen kann, wo er wirklich eine gemeinsame Salbung auf wirklich Menschen bringen kann. Ich möchte euch ermutigen, betet zu Hause mit eurem Ehepartner oder ruft 2, 3 anderen. Ich habe auch eine Ladies Prayer oder 5 anderen. Ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt erlaubt sind. Aber kommt zusammen, betet, bereitet euch vor, lies Apostelgeschichte 1 und 2 und lies Jesaja 61, was diese Salbung ist auf Jesus, was auf sein Leib kommt. Und ich möchte auch sagen, in Hesekiel 37, erst in diesem Tal der toten Knochen,
Das war so trocken, alles nur Knochen. Und Gott hat gesagt, du Weissage, Menschensohn, Weissage zu den Knochen. Und als er weissagte, das Wort Gottes, die Knochen kamen zusammen. Knochen zu Knochen zu Knochen fand der richtige Platz. Oh Mann. Und dieser richtige Platz zu finden, ist ganz wichtig. Für uns allen. Verbinde dich. Kannst verbinden mit Mike und ich. Ihr könnt mit uns stehen. Ihr könnt mit anderen stehen. Ihr könnt mit die ganze Leiterschaft in der Nation stehen. Wir können mit den messianischen Juden in Jerusalem stehen. Wir verbinden unsere Herzen miteinander. Kommen zusammen in den Platz. Vereinen uns im Geist. Warten auf Gott. Aber was ich wirklich, sie rückten zusammen. Es kam sogar Sehnen und Fleisch. Die kamen wirklich so in Form, aber trotzdem etwas fehlte noch. Und ich glaube, das ist genau, wo wir sind heute. Der Leib Christi ist doch aufgebaut mehr in Erkenntnis, in Kraft, in viele Sachen. Viele sind in den richtigen Platz, aber es fehlte immer noch was. Und dann Gott sagt, und sprach zu mir, Weissage dem Odem oder Weissage dem Geist oder Weissagen dem Atem. Oder dem Wind. Und Menschensohn, sprich zu dem Atem, sprich zu dem Wind. So spricht der Herr, komm von den 4 Winden her, du Odem, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Da weissagte ich, wie es mir befohlen hatte, und der Atem kam in sie, und sie wurden wieder lebendig und standen auf ihren Füßen, eine sehr, sehr großen Herr. Und das ist unser Gebet, als wir uns vorbereiten. Herr, treibe alle Selbstsüchtigkeit aus uns. Wir sind ein Leib für dich. Wir sind vorbereitet, aber wir brauchen deinem Wind, Herr. Wir brauchen einen mächtigen Wind des Heiligen Geistes, dass wir so voller Leben sind, dass es ausgeht in die Welt, wie Jesus ist hinausgegangen. Der Geist kam auf sie herab. Sie gingen heraus und der Herr wirkte mit und bestätigte ihr Wort mit dem Zeichen.